Zerstörung, Tod und Elend. Ein Krieg mitten in Europa. Und damit rückt die Frage auch an uns näher heran. Was tun gegen den Wahnsinn eines Krieges? Beten? Fliehen? Mit der Waffe kämpfen? Ich meine, aus dem Fernsehsessel raus lässt sich das ja leicht sagen, Aggressoren wie Putin gehören bekämpft. Die Frage ist, wäre ich bereit, für Frieden und Freiheit zu kämpfen? Ich frage mich, wo die Scharfschützen sind. Eine Kugel reicht doch. Das klingt natürlich auch immer heftig, ich bin bereit zu töten, aber im Endeffekt ist es das. Plötzlich sind alle für Aufrüsten und Zähne zeigen. War alles falsch, was wir bislang gedacht haben? Aber Gewalt mit Gegengewalt zu beantworten, erhöht nur die Eskalationsstufe. Im Moment hätten wir alle ein schlechtes Gefühl zu sagen, wir helfen euch nur mit Gebeten. Boah, was eine schwierige Frage. Ich mache mich auf die Suche nach Antworten. Kämpfen oder nicht? Ich gestehe, ich habe mich das letzte Mal im letzten Jahrhundert mit dieser Frage beschäftigt, damals am Kreiswehrersatzamt. Meine Antwort war nein. Ich könnte also überhaupt nicht mit der Waffe umgehen. Die Frage ist, wenn ich mich jetzt umentscheiden würde, würde mich das Militär überhaupt nehmen oder würden die sagen, nee, sowas wie dich brauchen wir hier überhaupt nicht? Ortstermin in der Kaserne in Fritzlar. Ich bin verabredet mit Oberstleutnant Remo Templin-Dahlenburg, Pilot und Personalchef beim Kampfhubschrauberregiment 36. Ich bin nicht mehr ganz jung, so mittelsportlich, völlig ungedient. Ich käme ja wahrscheinlich überhaupt sowieso gar nicht mehr in Frage für die Landesverteidigung, oder? Wenn wir über das Thema Landesverteidigung reden, und da brauchen wir jetzt ja nur in aktuelle Themen gucken, dann sind sie natürlich auch in einem Alter und in einer körperlichen Verfassung, wo sie sicherlich in Frage kommen. Okay, was heißt das, dass ich in Frage käme? Ich meine, ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Bei uns sind sie bis 65, dürften sie zum Beispiel Reservist werden und dürften in den Streitkräften dienen. Und ja, nur weil sie noch nie eine Waffe in der Hand gehabt haben, heißt das ja nicht, dass sie ihr Land nicht verteidigen könnten oder dürften oder vielleicht auch müssten. Das heißt, es könnte eine Situation kommen, verteidigungspolitisch, wo auch Zivilisten wie ich angeschrieben werden, hier, wir brauchen dich. Ich will jetzt ja hier kein Angstszenario malen, aber letztlich ist das die Aufgabe jedes Staatsbürgers, sein Land zu verteidigen. Und da gehören auch Sie dazu. Und wenn es aber so käme, dass auch Sie dazu verpflichtet wären, dann müssten wir uns Gedanken machen, wie wir Sie so einweisen, dass Sie da natürlich bestehen könnten. Okay, wenn ich dann sagen würde, boah, da bin ich eher raus, weil töten finde ich jetzt nicht so gut. Krieg finde ich nicht gut. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssten dann Gerichte oder andere klären. Ich merke, das hat mich so ein bisschen kalt erwischt, weil ich so denke, mich irgendwie viele Jahre lang habe ich die so bequem weggedrängt. Und wahrscheinlich bin ich da nicht der Einzige. Die Frage kann ich Ihnen, glaube ich, mit Ja beantworten. Seit 2011 keine Wehrpflicht. In vielen Familien ist das Thema Streitkräfte oder Soldatsein überhaupt nicht mehr im Kopf. Warum hatten wir die Wehrpflicht? Um junge Leute darauf vorzubereiten, dass sie im schlimmsten Fall, den wir uns nicht vorstellen wollen alle, natürlich in der Lage wären, weiter ausgebildet und geschult zu werden, um ihr Land, ihr Vaterland zu verteidigen. Mhm. Sie sind Berufssoldat, Sie waren in Einsätzen. Ich nehme an, Sie haben sich ja mit der Frage sicherlich beschäftigt, mit dem Töten. Ob ich das könnte, weiß ich nicht. Ich war in der Bedrohungssituation nicht, aber ich glaube, wenn man da drin wäre, weiß ich nicht, ob man da großartig dann überlegt, wenn man wirklich jetzt angegriffen wird und sich verteidigen muss. Ich bin groß geworden im Osten Deutschlands, wo man sich sowieso dann ja auch damit beschäftigen musste, zur Armee zu gehen. Und bei mir kam genau in der Phase dann die Wende. Und da war es nochmal eine ganz andere Motivation, zu den Streitkräften zu gehen. Denn ich habe ja noch beide Seiten kennengelernt. Ja? Und jetzt hier die Freiheit, die man hatte, die demokratischen Verhältnisse, das war natürlich eine ganz andere Situation, dann zu sagen, okay, da bin ich auch bereit, vielleicht in den Streitkräften mitzuarbeiten. So würde man sagen, dumm gelaufen. Also die würden mich im Fall der Fälle tatsächlich nehmen. Das heißt, so ganz billig komme ich aus dieser Nummer nicht raus.
Weshalb ich mir jetzt noch mal eine andere Position anschauen möchte. Überall im Land rufen ja derzeit Christinnen und Christen dazu auf, zu beten für den Frieden. Wobei ich mich dann gleich wieder frage, beten für den Frieden, was soll das denn jetzt bringen? Und um es noch mal ein bisschen provokativer zuzuspitzen, frage ich mich, ist diese christlich liebenswert pazifistische Haltung nicht genau ein Motiv für Leute wie Putin anzugreifen, nach dem Motto, jo, betet ihr mal schön, ich schaffe derweil militärische Fakten. Ich bin jetzt verabredet mit dem Bischof hier in Mainz. Der Papst hat gesagt, man solle jetzt fasten und für den Frieden beten. Das klingt gut. Ich frage mich, was bringt das? Ich glaube, dass im Moment eine Situation ist, wo vielen Menschen die Sprache fehlt. Und ich meine, dass Gebet eine gute Sprache ist, weil Gebet Menschen zusammenführt, weil Gebet auch nicht nur Fürbitte ist für Frieden, sondern auch Klage. Das heißt, das Gebet gibt auch den Leidenden im Krieg eine Stimme. Aber wieso gibt es denen eine Stimme? Ich denke, auch Gebet schafft auch ein Netzwerk von Menschen. Ich hoffe, dass auch die Menschen, die dort unter Krieg leiden, auf allen Seiten, dass die auch merken, da ist eine Öffentlichkeit, eine glaubende Öffentlichkeit. Und wir reden hier von glaubenden Menschen in Russland und der Ukraine, die wissen, da solidarisieren sich Menschen. Sie sind Vorsitzender von Pax Christi. Das ist, wenn man mal so will, der kirchliche Arm der Friedensbewegung. Ja. Ich glaube, im Moment fragen sich viele Menschen, waren wir speziell in Deutschland in den letzten Jahrzehnten zu friedensbewegt, zu gutgläubig? Waren wir zu naiv? Das kann man so sehen, aber ich merke als Pax Christi-Präsident auch, dass zum Beispiel auch die Jugendlichen, die jetzt für Friday for Future auf die Straße gehen und für eine bessere Welt kämpfen, das Friedensthema eigentlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatten. Aber was hätte es genutzt, wenn wir es noch mehr auf dem Schirm gehabt hätten? Also man könnte auch sagen, Putin freut sich darüber, dass wir demonstrieren und beten und er schafft derweil militärische Fakten. Ich weiß gar nicht, ob der sich so freut. Also was ich in der Zeitung lese, ist die Stimmung gar nicht so, dass Putin sich freut über die Naivität, sondern dass er merkt, da kommt mehr Widerstand, als ihm vielleicht lieb ist. Und ich glaube, dass solche Friedensbewegungen auch etwas auslösen. Man kann natürlich immer sagen, was nutzt es, gegen Atomwaffen auf die Straße zu gehen. Aber Putin droht jetzt mit Atomwaffen und ich sag mal, wir als Pax Christi jetzt und andere Friedensbewegungen haben immer vor diesen Atomwaffen auch gewarnt. Wir sehen heute, was es bedeutet, wenn jemand seinen Finger auf dem Drücker hat, der vielleicht so tickt. Was würden Sie jetzt einem ukrainischen Menschen raten, der Sie fragt vielleicht, was soll ich tun? Soll ich kämpfen mit der Waffe? In der Bibel steht, du sollst nicht töten. Wenn ich ukrainischer Mann wäre, müsste ich mich wahrscheinlich der Situation stellen und müsste versuchen zu verteidigen, wo es zu verteidigen gilt. Ob das immer mit der Waffengewalt ist. Also heute Morgen waren beeindruckende Szenen in der Zeitung zu lesen, wo Menschen sich ohne Waffen vor die Panzer stellen und die Panzer können nicht weiterfahren. Also es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, als nur die Knarre in die Hand zu nehmen. Ja, aber das ist, glaube ich, dieses Ringen, das ich auch in mir spüre. Ja. Was ist der richtige Weg? Pax Christi hat sich immer sozusagen auf die pazifistische, auf die friedliche Seite gestellt. Aber ich sehe auch, dass es legitime andere Antworten gibt. Ist Töten in bestimmten Situationen legitim? Was jetzt die Situation in der Ukraine angeht, ist wahrscheinlich tatsächlich jetzt erstmal das Standhalten und auch zu zeigen, wir geben nicht einfach nach, das dürfte auch eine christlich vertretbare Lösung sein. Also auch mit Waffengewalt? Möglicherweise auch mit Waffengewalt, natürlich. Aber immer im Rahmen sozusagen auch des ethisch Vertretbaren, im Rahmen der Verteidigung. Können Sie sich vorstellen, in eine Situation zu kommen, als deutscher Staatsbürger, dieses Land zu verteidigen? Also ob ich nochmal in die Situation komme, glaube ich tatsächlich nicht. Das muss ich auch sagen. Aber unsere jüngere Generation, dass der Frieden auch ein Arbeitsthema ist, was uns nicht einfach in den Schoß fällt. Ich glaube, das merken wir jetzt alle. Und trotzdem würde ich alle Themen ausreizen, bevor es zu dieser Situation kommen muss. Das Evangelium mag naiv sein, aber Gewalt mit Gegengewalt zu beantworten, erhöht nur die Eskalationsstufe. Ist das die Lösung? Das wage ich schon zu fragen. Aber ich lasse mich da gern auch als naiv titulieren. Es klingelt, Sie müssen jetzt zum Gottesdienst. Auch viele junge Menschen hier. Aschermittwochsgottesdienst im Mainzer Dom. Der Krieg allgegenwärtig. Und natürlich wird auch hier für den Frieden gebetet. Was bringt das, für den Frieden zu beten? Ja, das ist eine in der Tat sehr gute Frage. Oh, um Gottes Willen. Also ich glaube, für den Frieden zu beten ist eine starke Solidarbekundung. Das, was mich daran bewegt, das Zeichen, dass ganz viele Menschen in Europa für den Frieden, in der Ukraine beten, das zeigt, dass es uns hier nicht egal ist.
Ich kann als normalsterblicher Bürger nicht viel an der Lage ändern. Ich werde nicht in den Krieg ziehen, aber ich kann wenigstens meinen Ausdruck bekunden, dass es mir nicht ganz egal ist. In den Krieg ziehen, ist das für Sie komplett undenkbar? Naja, in meiner jetzigen Lebenssituation schon, aber wer weiß, wie die Zeiten sich ändern. Und würden Sie es für moralisch vertretbar halten? Warum nicht? Sie sind Christ, du darfst nicht töten. Also so streng nimmt der Mensch das ja dann doch irgendwie nicht mit der Religion, oder? Also wenn ich wirklicher Pazifist bin, dann muss ich die andere Wange auch hinhalten, aber... Hat der Pazifismus vielleicht Putin erst eingeladen? Also unsere doch sehr pazifistische Haltung? Vielleicht mag das sein. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Menschen, die in einer Demokratie leben, grundsätzlich weniger gewaltbereit sind als ein einzelner Autokrat, der über Krieg und Frieden entscheiden kann und der selbst ja nicht in den Krieg zieht, sondern nur sein Militär in den Krieg schickt. Vielleicht ist unsere Haltung lasch, aber ich finde es gut, dass wir demokratisch sind und dass wir keine kriegerischen Absichten vertreten. Sind wir da vielleicht auch ein bisschen naiv? Wir beten für den Frieden, während Putin mit Waffen Fakten schafft. Ich glaube, im Moment hätten wir alle ein schlechtes Gefühl zu sagen, wir helfen euch nur mit Gebeten. Aber ich glaube, es müssen auch die Gebete sein, weil wir merken auch, dass wir als Menschen im Moment so ein bisschen an unsere Grenzen kommen und uns sehr hilflos fühlen. Und da ist es, glaube ich, auch gut, den anzurufen, von dem wir glauben, dass er uns in unserer Hilflosigkeit vielleicht helfen kann. Nicht so, wie wir es vielleicht uns vorstellen und sicher nicht auf Befehl. Ich frage mich, müsste ich im Zweifelsfall, wenn unser Land angegriffen wäre, kämpfen? Würde da Beten allein helfen? Alleine? Ja, doch. Beten hilft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass ein Krieg eine gangbare Option ist, auch wenn es jetzt hier ideologisch oder ideell klingen mag. Göttlicher Beistand beten ist auf jeden Fall immer ein besserer Weg. Würden Sie kämpfen? Ich muss wahrscheinlich als Reservist. Ah, Sie waren bei der Bundeswehr. Ja. Das heißt, Sie schließen das Kämpfen nicht für sich per se aus? Nee, wenn es darum geht, die Freiheit zu verteidigen, muss man wohl alle Mittel ergreifen, aber es soll das letzte Mittel sein. Okay, aber dann, Die Ultima Ratio. Dann ist es legitim als Ultima Ratio. Legitim, aber nicht gut, ja. Ja. Beten oder kämpfen oder was kann man tun? Über die Frage hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit einem Geistlichen der russisch-orthodoxen Kirche geredet. Da gibt es ja auch sehr viele Gemeinden in Deutschland, aber die haben alle gesagt, das machen wir im Moment nicht. Ganz einfach, weil in diesen Gemeinden oft Russen und Ukrainer sind und die wollen einfach kein Öl ins Feuer gießen in der Situation. Es gibt aber noch eine dritte Perspektive und das ist die Perspektive der Juden. In der Ukraine ist nach Israel und den USA die drittgrößte jüdische Gemeinde weltweit und die haben natürlich auch ihre ganz eigene Sicht und ihre eigenen Sorgen, wenn sie an diesen Konflikt denken. Wir sind alle total erschrocken, wir sind alle total geschockt, wir sind alle verständnislos. Ich, meine Familie, mein Freundeskreis, wir sind alle total verständnislos, wir können das nicht verstehen. Alla Belikova stammt aus der Ukraine. In den 90ern kam sie nach Deutschland. Da war sie 20. Sie wurde Hotelfachfrau, machte sich im Marketing selbstständig. Wer bin ich? Eine Ukrainerin, eine Jüdin, eine Russin, eine Deutsche. Klar bin ich jetzt in Sicherheit in Berlin, habe auch einen deutschen Pass. Jüdin, aber mein Herz ist mit den Ukrainern und auch mit Russen. Ihr Mann ist Russe. Sie hat Freunde und Kollegen in Russland. Aber jetzt geht es um die bedrohten Menschen in ihrer alten Heimat, der Ukraine. Also Ukraine braucht Insulin, damit es den Leuten verabreicht werden kann, weil dort im Lande Insulin in 3 Tagen ausgeht. Auch den Flüchtlingen in Berlin will sie helfen. Kleidung, Decken, Lebensmittel.
Sammelstellen gibt es viele. Sie steuert eine jüdisch-orthodoxe Gemeinde an. Am meisten zahlt sich jetzt aber ihr Organisationstalent aus. Es wurde gerade neulich bei dem Krisenchat psychische Hilfe gesucht, also psychologische Hilfe gesucht. Und ich habe einen Aufruf gemacht und es haben sich 300 Therapeuten gemeldet, Sozialarbeiter, Psychologen gemeldet, die ihre Hilfe angeboten haben. Also das ist meine Art und Weise, für mich auch die Ruhe zu finden und sinnvoll Menschen zu helfen. Lars Umanski kam vor 25 Jahren nach Deutschland, als Baby. Der Krieg gegen sein Herkunftsland wühlt ihn so auf, dass er sich kaum auf sein Studium konzentrieren kann. Es ist ein tiefer Schock, es ist irgendwo eine Mischung aus, ich bin unglaublich traurig, dass das passiert, also ich bin fassungslos traurig, auf der anderen Seite wütend, dass man irgendwie ganz lange so blind darauf vertraut hat, es wird schon gut gehen, das sind alles nur irgendwie Machtspiele und Drohungen und so. Auch Lars will helfen. Er erkundigt sich bei einer polnischen Sammelstelle. Hier sind auch viele ukrainische Helfer. Die Bedrohung bringt Menschen zusammen und das Gefühl von Ohnmacht nimmt ab. Ich habe das Gefühl, viele von uns hatten gar keinen Bezug mehr so richtig zu unserer ursprünglichen Heimat oder zu der Heimat unserer Eltern, besser gesagt. Ich glaube, das hat sich in den letzten 1-2 Wochen hat sich das unglaublich gewandelt. Man spürt eine unglaubliche Solidarität. Man redet und telefoniert untereinander mit Menschen, also ich persönlich mit Menschen, mit denen ich irgendwie auch jahrelang nicht mehr viel zu tun hatte. Wir schreiben uns gegenseitig, wir sind füreinander da. Ich habe kurz mit denen gequatscht. Auch füreinander da sind die Studenten und Studentinnen in der Jüdischen Studierendenunion. Lars Umanski ist Vizepräsident. Alles dreht sich um jüdische Identität. Was ist das eigentlich? Und welche Rolle spielt die Religion? Wie verträgt sie sich zum Beispiel mit dem Widerstand in der Ukraine? Ich glaube nicht, dass sich Beten und Kämpfen ausschließt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gab ein sehr, sehr schönes Bild aus einer Synagoge in Kiew, wo betende Juden da waren und einige von denen hatten eine Soldatenuniform an. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Symbolbild dafür, dass beides wichtig ist. Vielleicht auch beides zusammen wichtig ist. Mila Popovic ist noch voll im Job. Kostüme fürs Filmstudio Babelsberg. Sie ist die Mutter von Alla Belikova. Jetzt geht es nur um die Ukraine. Sorgen um Freunde und Verwandte. Die 70-Jährige hatte schon seit Jahren eine Ahnung, was kommen würde. Ich wusste es, das passiert. Ich habe meiner Freundin gesagt, meiner Kollegin habe ich gesagt, es wird Krieg. Für mich war es klar. Und wir hoffen alle auf eine Welt ohne Putin. Für Ukraine, für Russland, für uns. Solange informieren sie sich über die Geschehnisse, übers ukrainische Fernsehen, solange es noch sendet. Wäre ich bereit, für Freiheit und Demokratie zu kämpfen oder vielleicht sogar zu töten? Das ist ja die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Und ich habe im Vorfeld ein Interview mit einer jungen Wissenschaftlerin, Ulrike Franke, gefunden. Die ist erst 34 Jahre alt, beschäftigt sich mit Sicherheitsfragen. Und die sagt, die junge Generation in Deutschland ist komplett unfähig, das Militärische als notwendiges Mittel für die Politik zu begreifen. Das ist ja mal eine steile These. Würde mich mal interessieren, ob da was dran ist. Bin hier unterwegs auf dem Campus der Uni Frankfurt und bin gespannt auf die Antworten. Ich finde es so eine wahnsinnig schwierige Entscheidung für mich selber. Würde ich mich jetzt melden zum Beispiel in einer Situation, wenn unser Land angegriffen wird und sagen, ja, ich bin bereit zu töten? Das klingt natürlich auch immer heftig, ich bin bereit zu töten, aber im Endeffekt ist es das. Ist halt... Nee. Ja, ich meine... dass man das dann verweigern würde. Ich glaube, das ist eine Aussage, die können wir aus unserer Situation jetzt entspannt treffen. Aber ich glaube, in dem Fall würde es dann doch
dazu hinauslaufen, dass wir dann kämpfen müssten und es auch tun würden, glaube ich. Wieso sind wir eigentlich so drauf, dass wir das Militärische als Option so weit in den Hintergrund gedrängt haben? Ja, ich glaube, das kann man relativ einfach beantworten, weil ich der Meinung bin, dass also gerade die Leute, die Sie jetzt interviewen, wir sind die zweite Generation, die tatsächlich ohne konkrete Kriegserlebnisse aufgewachsen ist. Wir haben ja auch keinen Krieg mehr in Europa erlebt. Also die Balkankrise, die ging bis 2001 oder so. Also ich meine es null böse. Und da waren wir 3 oder 2, das haben wir nicht mitbekommen. Klar, aus den Nahostkonflikten hat man natürlich immer was gehört und auch Bilder gesehen. Aber das war natürlich auch ein bisschen weiter entfernt, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt bekommt es eine ganz andere Dramatik für einen selber auch. Brauchen wir wieder die Wehrpflicht? Persönlich bin ich der Meinung, dass die Wehrpflicht eine gute Idee war, aber ich glaube, dass sie für die aktuelle Situation nicht die richtige Lösung ist. Ich glaube, dass eine professionelle Armee dann doch schlagkräftiger sein kann. Ich kann ja mal mit so einer 80er-Jahre-Frage anfangen. Haben Sie gedient? Nein, das hat nicht so unbedingt in meine Planung reingepasst. Aber ist doch spannend. Man sagt, es passt nicht in meine Planung rein. Also offensichtlich ist sozusagen der Gedanke, dass man was verteidigen können muss, nicht so präsent, als dass man das in seine Lebensplanung freiwillig integriert. Ja, also ich sag mal, wir alle sind so aufgewachsen, dass man das nicht wahrgenommen hat, dass da irgendwie eine Not bestünde. Und deswegen, ja, hatte ich das nie so auf dem Schirm. Auch jetzt würde ich sagen, dass das zumindest jetzt noch nicht nötig ist. Gäbe es so eine Situation, wo Sie sagen, da würde ich mir vorstellen können, dass ich zur Waffe greife und gegebenenfalls wirklich kämpfe und töte? Definitiv nicht. Also zumindest nicht mit der Sozialisierung, mit der ich aufgewachsen bin. Aber ist das nicht vielleicht das Problem, dass wir zu sehr so gedacht haben und Menschen wie Putin halt leider so überhaupt nicht denken und dann so eine Naivität auch ausnutzen können? Ja, aber es ist ja jetzt erstmal nicht meine Verantwortung. Dafür habe ich eine Regierung und dafür gibt es Berufssoldaten. Dass die jetzt vielleicht nicht ausreichen, ist was anderes. Wenn es kracht, dann sollen es Profis machen und bitte nicht ich. Genau, also Leute, die das als Beruf sich aussuchen. Es gibt ja viele Leute, denen das, ich sag mal, Spaß macht. Die Frage, die ich mir stelle, haben Sie jemals darüber nachgedacht, ob Sie mit einer Waffe in der Hand kämpfen würden? Nee. Ich bin nicht in der Armee. Ich bin ein zu zartes Gemüt dafür. Könnte man ja auch sagen, man geht da zumindest mal hin, um im Ernstfall mit der Waffe umgehen zu können. Also mir ist auch nicht in den Sinn gekommen, dass ich irgendwann mal eine Waffe benutzen muss, um irgendwas zur Verteidigung. Nee. Aber jetzt ist es ja näher, als man gedacht hätte. Ja, Sie was fragen? Ich habe gerade mit so halbem Ohr zugehört. Ich war immer schon auch für Wehrpflicht, also beziehungsweise für Grundausbildung. Ich glaube, in so einer Situation, wo es halt darum geht, die Demokratie zu verteidigen, wäre das schon wichtig. Also ich sag mal so, man weiß nicht, wie der Krieg verläuft, wie schlimm es wird und so. Deswegen kann ich auch verstehen, dass man ab einem gewissen Punkt auch sagt, okay, jetzt kann ich das nicht mehr, jetzt muss ich fliehen so. Aber ich finde es an sich eine sehr mutige Entscheidung. Töten könnte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. Würden Sie sagen, dass in den letzten Tagen in Ihrer Generation, also in Ihrem Freundeskreis, irgendwas passiert ist? Also dass da ein radikales Umdenken stattgefunden hat oder ein Erwachen? Also ich würde schon sagen, dass was letzte Woche passiert ist oder was gerade passiert, einen großen Einfluss darauf hat, wie man sich selbst auch in Europa gerade betrachtet. Beispielsweise diese Frage, ob, wenn wir diese Situation hier hätten, ob wir dann bleiben würden und kämpfen oder fliehen. Die hatte ich auch mit einigen Freunden und Freundinnen schon besprochen. Ich habe schon den Eindruck, dass es gerade viel an zuvor gefühlten Sicherheiten, dass sich daran etwas ändert. Und weil Sie es besprochen haben mit Ihren Freunden und Freundinnen, fliehen, bleiben oder kämpfen, was war da so das Ergebnis? Was ich interessant fand, was eine Freundin gesagt hatte, war, dass sie zu Deutschland nochmal eine ganz andere Beziehung hat als zu Europa. Und dass sie sich vorstellen könnte, für Europa zu kämpfen, aber für Deutschland wahrscheinlich nicht.
Also ich suche ja nach Antworten auf die Frage, wäre ich bereit, für Frieden und Freiheit zu kämpfen, vielleicht auch zu töten? Und ich habe gemerkt, diese Frage hat die Studentinnen und Studenten hier echt kalt erwischt, genauso wie mich ja auch. Aber sie ringen auch um eine Antwort. Und in der Tat, es ist ja auch so schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Allein die Frage, ob es einen gerechten Krieg überhaupt geben kann, einen gerechtfertigten, moralisch schwierige Frage. Und mit dieser Frage beschäftigt sich der Mann, mit dem ich jetzt verabredet bin, persönlich wie beruflich schon seit Jahrzehnten. Friedrich Kramer lebt in Magdeburg und ist Landesbischof der Evangelischen Kirche von Mitteldeutschland. Gleichzeitig ist er seit kurzem der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche. Als Friedensbeauftragte der EKD waren Sie ja noch bis vor kurzem gegen eine Waffenlieferung an die Ukraine. Haben Sie diese Position mittlerweile immer noch oder haben Sie die geändert? Nein, ich vertrete diese Position weiterhin, wobei wir natürlich wissen, dass, wie sagt man so schön, der Drops ist gelutscht. Das heißt, die Waffen werden ja geliefert, aber ich halte es für einen Fehler. Zwar nicht in der Weise, dass ich sagen würde, die Ukraine hat kein Selbstverteidigungsrecht, das steht ja natürlich zu und es werden auch Waffen geliefert werden. Aber ich würde sehr stark nochmal darüber nachdenken wollen, was das für Deutschland heißt. Dass wir jetzt Waffen liefern und wieder auf den Feldern, wo durch deutsche Schuld Millionen von Russen, Ukrainern, Weißrussen, Usbeken verblutet sind, dass jetzt wieder Waffen deutscher Herstellung dort sind und wieder russisches Blut in die Erde da fließt und ukrainisch, das finde ich unerträglich. Ich finde, wir haben ja eine erstaunliche Entwicklung hingelegt, wenn ich jetzt mal wir sage. Die Mehrheit der Bevölkerung, würde ich mal sagen, vor 2 Wochen war noch sehr reserviert dem Militärischen gegenüber. Jetzt neueste Umfragen sagen, die überwiegende Mehrheit findet es gut, dass die Bundeswehr aufgerüstet wird, dass das Militärische wieder mehr in den Vordergrund kommt. Können Sie diese extreme Kehrtwende nachvollziehen? Wenn man die Bilder aus der Ukraine sieht, das alles geht uns allen ja nah. Das ist ja auch, da sind wir sofort in voller Solidarität mit der Ukraine, das ist doch gar keine Frage. Aber dass daraus etwas gemacht wird, was nicht stimmt, wir sind nicht im Krieg mit Russland. Und dass in einer solchen Stimmungslage plötzlich Grundlagen der Politik umgedreht werden. Mir ist das alles suspekt, zu schnell, zu hektisch. Auf der anderen Seite ist das natürlich schon einmalig, dass da jemand einfach mitten in Europa einmarschiert in ein anderes Land, das überfällt. Also ist das nicht dann doch eine besondere Situation, die vielleicht eine besondere andere Herangehensweise erfordert? Also dass wir friedensethisch auch jede Situation neu bedenken müssen, ist ja klar. Das finde ich auch ganz unstrittig. Dass jetzt manchmal gesagt wird, wir müssen jetzt ganz neu denken, halte ich für merkwürdig, weil also das ist mitnichten der erste Krieg in Europa, mitnichten der erste, wo eine Macht in ein anderes Land einmarschiert. Ich erinnere an den Tschetschenienkrieg. Dass da jetzt was ganz, ganz Neues sein soll, das sehe ich nicht. Es ist eher beunruhigend, dass es irrational läuft, dass man nicht mehr weiß, was die russische Regierung tut. Und ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist. Trotzdem könnte man natürlich fragen, ob die Haltung großer Teile der Gesellschaft, auch der Friedensbewegung, der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche in dieser Frage nicht zu naiv war in den vergangenen Jahren. Militär, Aufrüstung, alles, nee, machen wir lieber nicht. Das, was wir gelernt haben in den letzten 40 Jahren, nämlich dass Abrüstung und das vertrauensbildende Maßnahmen Sicherheit schaffen. Das können wir nicht über Bord werfen, das wäre selbstmörderisch. Und insofern dürfen wir nicht in so einem Überschwang und in so einer auch Übersprungsreaktion, muss man ja sagen, weil wir hilflos sind, weil wir sind ja auch verzweifelt. Wir würden ja gerne auch sofort da einsteigen und gleichzeitig muss man sagen, Vorsicht, Vorsicht, emotional mal nüchtern bleiben und auf keinen Fall auf Rüstung und Abschreckung in der Weise setzen wie früher. Das ist ein regressiver Rückschritt, den kann man in der emotionalen Situation verstehen, aber der ist nicht das, was wir vernünftig und erwachsen hier tun sollten. Ich schlage mich ja mit der Frage rum, ob ich für Frieden und Freiheit in letzter Konsequenz bereit wäre zu kämpfen oder auch zu töten. Wie ist es bei Ihnen? Gäbe es eine Situation, wo Sie sich das vorstellen können? Ich bin Kriegsdienstverweigerer und tue dies aus christlicher Überzeugung, dass Jesus mich auffordert, niemanden zu töten. Ich bin auch bereit zu sterben für Demokratie und Freiheit, aber ich bin nicht bereit dafür zu töten. Was würden Sie denn sagen, was ist denn die Aufgabe der Kirchen jetzt in dieser Situation? Was können die dazu beitragen? Ganz klar zum Frieden zu rufen, gegen Waffeneinsatz zu sein, auch daran zu erinnern, dass der Feind keiner ist, den man töten darf, sondern der kann zukünftig der Bruder sein, also gegen Feindbilder, die ja auch jetzt in unserer Gesellschaft an vielen Stellen auffloppen. Also plötzlich hört man wieder antirussische Muster, wo man erstaunt ist. In München war das auch großes Thema. Können wir uns mal angucken.
Ihnen vielen Dank. Wenn Dimitro Taratutenko und Michail Schaschin in München auf der Bühne durch die Lüfte wirbeln, ist der Krieg in der Heimat für einen Moment weit weg. Jeder Sprung, jeder Griff muss sitzen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns vertrauen, wenn ich fliege, wenn er mich hochwirbelt. Auf der Bühne fühlt es sich für uns so an, als wäre kein Krieg. Abseits der Bühne gibt es kaum ein anderes Thema. Dimitro kommt aus der Ukraine. Michail aus Moskau. Es ist sehr traurig. Wir wollen keinen Krieg. Ich darf nicht mehr nach Russland wegen der Politik, er darf nicht mehr in die Ukraine. Wir sind froh, dass wir in Deutschland zusammenarbeiten können. Aber wir haben beide Angst. Für Theaterdirektor Peter Weil wird der Krieg in den kommenden Wochen noch ein viel größeres Thema werden. In 2 Wochen kommt eine neue Show zu uns. Fast alle Künstler, bis auf einen, der Russe ist. Ansonsten sind es 14 oder 15 Künstler, die aus der Ukraine kommen. Ich bin mit denen in Kontakt, die natürlich momentan emotional, dadurch, dass sie Familie in der Ukraine haben oder Ähnliches, völlig aufgebracht sind. Hochemotional und voller Sprengkraft ist das Thema für den gesamten Kulturbetrieb in Deutschland. Wenn russische Künstler auf der Bühne stehen, dreht sich plötzlich alles um die Frage: Wie hältst du es mit dem Krieg? Und mit Putin? Der vielleicht prominenteste Fall ist Valery Gergiev. Der langjährige Dirigent der Münchner Philharmoniker bekam von der Stadt ein Ultimatum. Wenn er sich nicht äußert oder wenn er sich nicht entsprechend klar und unmissverständlich artikuliert, das heißt wirklich klar diesen Angriffskrieg verurteilt und auch nochmal zur Person Putin anders sich äußert, als er es bisher getan hat, dann werden wir diesen Vertrag einfach beenden. Jetzt wurde Gergiev entlassen. Ein notwendiger Schritt zur Verteidigung unserer Werte? Oder gehört zur Demokratie gerade auch das Aushalten unangenehmer Positionen? Unter dem Münchner Opernpublikum gab es diese Woche eine klare Tendenz. Vollkommen richtig, was der Herr Reiter getan hat. Das, was Putin auch gerade im Moment macht, ist absolut grauenhaft. Und wenn er das supportet... Ja, wenn er sich nicht klar positioniert, dann muss man entlassen. Längst überfällig gewesen. Tatsächlich ist Gergiev in den vergangenen Jahren als besonders glühender Anhänger des Moskauer Potentaten in Erscheinung getreten, unterstützte offen die Annexion der Krim. Für den Theologen Rainer Anselm ist die Entlassung in diesem speziellen Fall gerechtfertigt. Es geht ja hier wirklich um mehr als das reine künstlerische Auftreten, sondern es geht nochmal um den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, um die Ausstrahlung einer Kulturstadt wie München, nicht zuletzt einer Musikstadt. Mit jedem Auftritt der Philharmoniker verbindet sich immer auch so etwas wie eine Visitenkarte der Stadt. Und wie die Stadt München zu Putins Krieg steht, wurde am Mittwoch eindrücklich klar. 45.000 Menschen demonstrierten gegen die russische Invasion. Auch Lilian Koreb, sie arbeitet als Pianistin in München, ist in Kiew aufgewachsen. Ich habe Verwandte noch dort, Freunde, Kollegen. Und man steht jeden Tag auf und schaut, ob alle noch am Leben sind. Es ist schon eine schreckliche Zeit für uns hier. Vor diesem Hintergrund war die Nähe Gergievs zu Putin für viele schwer zu ertragen. Aber der Ausschluss russischer Künstler zieht weitere Kreise. Anna Netrebko hat sich in einem Statement gegen den Krieg ausgesprochen, allerdings nicht explizit gegen Putin. Weltweit streichen jetzt Opernhäuser die Zusammenarbeit mit ihr, auch in München. Ob Netrebko oder Gergiev. Dem Philosophen Julian Niederrümelin macht es Sorge, dass sich legitimer politischer Protest mit dem Boykott von Künstlern vermischt. Leute, haltet die Dinge auseinander. Man kommt sonst auf eine schiefe Ebene. Wir haben sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit der McCarthy-Ära in den USA. Wir sollten jetzt nicht eine neue Form von Cancel Culture hier etablieren. Keine Gesinnungsprüfungen, keine Entlassungen, weil man nicht die richtige Gesinnung hat. Wir laden die Künstler ein als Künstler und nicht als Politiker. Am Münchner Varieté-Theater kann man sehen, dass sich trotz Krieg keine Gräben zwischen russischen und westlichen Künstlern auftun müssen. Das ist die Schuld von einzelnen Politikern
Und wir müssen eben total aufpassen, dass wir nicht das gesamte Land für eine Aktion verurteilen, mit denen das Volk an sich nichts zu tun hat. Und damit die Künstler. Das ukrainisch-russische Duo Dimitro und Michail hat der Krieg sogar enger zusammengeschweißt. Our friendship has become more stronger. Ein Beispiel, das Mut macht, in einer Zeit, in der viele an den täglichen Nachrichten vom Krieg verzweifeln. Ich meine, diese Krise wirft ja an allen Ecken und Enden Fragen auf, wie man sich richtig verhält. Nicht nur an diesem Münchner Beispiel. Überhaupt sind wir dauernd am Nachdenken, wie verhalte ich mich richtig und vor allem, was bin ich persönlich bereit in Kauf zu nehmen, damit irgendeine Lösung herkommt. Oh, darf ich Sie was fragen? Hallo, darf ich Sie was fragen? Ja, ich habe so ein paar grundsätzliche Moralfragen. Also 100 Milliarden für die Bundeswehr, gut oder nicht gut? Schwierig, ja, aber ich glaube, es muss wahrscheinlich was passieren. Mhm. Seit wann sind Sie dieser Meinung? Ehrlich gesagt auch erst seitdem es beschlossen ist oder seitdem man drüber gesprochen hat, ne? Seitdem jetzt die Krise tatsächlich so aktuell ist, ne? Und so nahe gekommen ist. Mhm. Frieren zum Beispiel für den Frieden, also wenn man jetzt der Gashahn zu wäre? Ungern, aber wir werden sehen, was passiert. Ne? Ja. Genau. Also frieren müsste ich jetzt nicht so unbedingt. Ich friere sowieso immer. Wahrscheinlich wird man sich einschränken müssen. Ne? Also Dazu wären Sie bereit? Ungern, aber ne? Wer gibt schon gerne die Sachen auf? Ne? Man möchte nicht hungern, man möchte Inflation nicht in Kauf nehmen? Na, die haben wir ja schon. Ja, ne? noch mehr? Naja, was heißt in Kauf nehmen? Die Frage ist, was kriegen wir dafür auf der anderen Seite? Ne? Also Putin klein, wenn es gut geht. Putin klein, wenn es gut geht, ja, dann schon. Flüchtlinge aufnehmen aus der Ukraine? Das würde ich, ja. Ja? Geht uns dieser Konflikt näher als alle anderen? Weil Krieg war ja eigentlich schon auch vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 4, weil Sie gesagt haben, das frage ich Sie mich haben auch manchmal, ja. am Sonntag umgedacht. Aber es ist näher die Bedrohung für uns, sage ich jetzt mal nochmal. Ne? Also, Eine Frage habe ich ja doch noch, die quält mich am allermeisten, die ich mir gestellt habe. Würde ich für den Frieden und die Freiheit kämpfen, töten? Das ist eine gute Frage. Also die habe ich mich auch schon gefragt. Aber ich habe dann die Bilder gesehen und ich glaube schon, dass wenn man in dem Land ist und das ist so ein bisschen, dass dieser Funke so ein bisschen überspringt, wenn eben alle wirklich jetzt sagen, komm, wir bauen Molotow-Cocktails und wir versuchen jetzt alles zu verteidigen, was wir haben, ob man dann nicht doch mitmachen würde. Ich habe den Grundwehrdienst noch mitgemacht. Den hat man abgeschafft, um Geld zu sparen. Man hat gesagt, man hat keine Feinde mehr. Der Eisenvorhang ist ja gefallen. Eine moralische Frage wäre jetzt, warum greifen wir nicht ein in den Krieg? Warum lassen wir das geschehen? Das ist eine moralische Frage von mir. Warum müssen Menschen sterben zur heutigen Zeit? Warum ist ein neuer Hitler an der Macht? Das sind meine Fragen. Und wie würden Sie eingreifen, wenn Sie was zu sagen hätten? Ja, schickt doch unser Militär rein hier, die Blauhelme. Für was haben wir denn unser Militär? Für was gibt es an Europa? Um zuzuschauen? Also Sie würden richtig sich aktiv einmischen? Ja. Wären Sie da auch bereit, selber zu kämpfen? Ja. Also Sie waren bei der Bundeswehr, ich war bei der Bundeswehr. Sie wissen, wie man mit einer Waffe umgeht und würden sagen, da würde ich auch hingehen. Ich würde auch hingehen. Also Respekt vor Ihrem Mut, aber würde sich das Ganze dann nicht in ein Riesenschlachtfeld ausweiten, weil dann vielleicht würde er auch noch uns angreifen? Ja, und? Wer sagt, dass uns nicht angreift? Seine Atomwaffen kommen auch nach Deutschland, wenn sie wollen. Also wer garantiert das? Haben wir es uns vielleicht die Weltgeschichte so ein bisschen schön geredet in den letzten Jahrzehnten in Deutschland? Ja, ich glaube, man hat darauf gehofft, dass es immer friedlich bleibt in den letzten Jahren. Ja, aber es war ja auch nicht absehbar, dass sich das nochmal so entwickeln würde. Ja, aber ich frage mich, wo die Scharfschützen sind. Eine Kugel reicht doch. Es gibt Profis, glaube ich, die es versuchen könnten, zumindest. Man braucht jetzt keine Riesenarmee dafür. Es gibt Spezialeinheiten. Das wäre dann der Tyrannenmord. Ja, warum auch nicht? Und was ist jetzt mit mir?
Was bin ich bereit zu machen, zu opfern, aufs Spiel zu setzen? Ich bin noch einmal mit Soldaten verabredet. Mit Menschen, für die ein Einsatz jetzt noch viel näher gerückt ist als für mich. Soldaten des Kampfhubschrauberregiments in Fritzlar. Eine turnusmäßige Auffrischung in Erster Hilfe. Aber alle hier wissen, diese Übung hat plötzlich einen viel realeren Hintergrund als in den vergangenen Jahren. Ist jetzt eine Übung, aber man merkt sofort, hier geht es auch um Leben und Tod. Inwieweit spielt es in Ihrem Alltag eine Rolle, sich mit Leben und Tod auseinanderzusetzen? Mit der aktuellen Entwicklung, die wir haben, merkt man, dass die Bundeswehr ein Stück weit mehr in die Richtung Landes- und Bundesverteidigung geht. Und da ist das Thema Tod und Verwundung ein ganz anderes als wie wir es noch kennen aus den typischen Einsatzzeiten, Afghanistan, Mali und so weiter. Wenn wir jetzt in einem Kriegsszenario sprechen, da sprechen wir von Todesfallzahlen, von Verwundetenzahlen, weitaus von dem, was bis jetzt in Afghanistan und Mali uns betroffen hat. Ja, also das geht in die Hunderte. Sie haben über 100 Männer und Frauen unter sich. Wie reden Sie mit denen darüber? Oder wie reden Sie persönlich darüber, wenn Sie im Zweiergespräch sind? Ich gebe denen natürlich den Rat, Gespräche zu führen mit ihren Lieben zu Hause. Das dann im Falle der Alarmierung, man muss es dann auch so sagen, wir sind Soldaten und müssen dann funktionieren. Wenn wir alarmiert werden, muss alles vorher schon geregelt sein. Das kann dann nicht mehr sein, wenn wir alarmiert werden und wir eine Notice to Move, eine Alarmbereitschaft von beispielsweise 7 Tagen haben. Bedeutet, ab Alarmierung in 7 Tagen müssen wir in irgendeinem Einsatzland sein, dass sich dann der Hauptfeldwebel XY meiner Einheit erstmal noch großartig um private Belange dreht. Ne? Das muss alles vorher erledigt sein. Fühlen Sie sich da dann von der Gesellschaft manchmal ein bisschen alleingelassen, in dem Sinne, dass Sie denken, jo, der Rest macht sich da nicht so die Gedanken und denkt sich, no, die Jungs regeln das dann schon? Es wandelt sich so ein Stück, habe ich das Gefühl. Als ich angefangen habe und noch in meinen ganzen Ausbildungen war und auch viel mit dem Zug gefahren bin, da habe ich schon hin und wieder mal mir Dinge anhören müssen. Ja? Also wenn man da so in einigen Bahnhöfen unterwegs war, wurde man auch schon mal aufs Tiefste beleidigt. Ja? Muss man dann auch ein Stück weit drüber stehen, obwohl es einen natürlich auch privat trifft. Da fragt man sich, ist das Richtige, was ich hier mache? Ja? Aber zum Beispiel bei meiner Freundin, die mich da auch im Großen unterstützt, da gibt es natürlich auch noch so den Zwiespalt. Sie selber ist Russin, ich bin Deutscher. Und ich möchte natürlich, dass meine ungeborenen Kinder, denn wir sind jetzt fast 5 Jahre zusammen, es wird dann irgendwann mal auch soweit sein, dass meine ungeborenen Kinder in der Welt leben, und dafür kämpfe ich persönlich, das ist mein persönliches Ziel, warum ich für Dinge kämpfe, dass sie dann irgendwann mal in 15, 16, 17 Jahren ein gutes Verhältnis zu beiden Ländern haben. Ja. Der Hauptmann erzählt mir, nicht nur in seiner Familie gibt es seit Tagen ein großes inneres Ringen um die Frage, was ist jetzt der richtige Weg. Robert Dries findet es auf jeden Fall wichtig, sich breit und umfassend zu informieren. Und ich merke, hier üben sehr nachdenkliche Menschen einen Ernstfall, den sie alle hier unbedingt vermeiden wollen. Tja, kämpfen oder nicht kämpfen, was eine Frage. Ich habe heute gemerkt, wie viele Menschen diese Frage umtreibt, nicht zuletzt auch Soldatinnen und Soldaten. Das hat mich sehr beeindruckt und ich glaube, deshalb darf ich es mir auch nicht ganz einfach machen. Ich würde, glaube ich, mittlerweile sagen, es gibt Situationen, da ist es echt notwendig. Gleichzeitig finde ich, nicht alles, was an Friedensgedanken in den letzten Jahrzehnten da war, ist hinfällig. Wahrscheinlich muss man das anfangen zusammenzudenken. Und da müssen wir als Gesellschaft viel drüber nachdenken. Aber ich glaube, die Diskussion geht jetzt richtig los. Und das ist wahrscheinlich auch gut so und wichtig.